Und zugeschaltet aus Chicago ist mir nun Julius Vandelaar, US-Wahlkampfexperte und Kampagnen- und Strategieberater. Guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Kamala Harris hat also nun frischen Wind in den US-Präsidentschaftswahlkampf gebracht. Aber was muss sie denn tatsächlich in Chicago liefern, damit dieses Momentum nicht abebbt? Ich glaube, erstmal muss sie überhaupt klar machen, wer sie ist und wofür sie steht. Im Moment ist Kamala Harris in breiten Teilen der Öffentlichkeit noch komplett undefiniert. Es gibt eine neue Umfrage, die dieses Wochenende hier rausgekommen ist, wonach 36% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, wir wissen quasi nichts über sie. Wir wissen nicht, was ihre Werte sind. Wir wissen auch nicht, was die Policy ist, also was sie eigentlich wirklich auch umsetzen möchte. Und ich glaube, da ergibt sich natürlich eine gigantische Chance für die Demokraten, jetzt quasi 4 Tage lang durchzusenden, die komplette mediale Aufmerksamkeit zu haben und natürlich auch mit einer Bühne, die insgesamt $100 Millionen gekostet hat, dieser komplette Parteitag, die eine Botschaft eben auch rauszubringen und zu sagen, wofür steht sie, wer ist sie und was will sie dann eben auch die nächsten 4 Jahre tun, sollte sie denn gewählt werden. Ja, von ihrer Wirtschaftspolitik ist bisher nicht viel bekannt geworden, nur einiges, aber das stößt bereits auf Kritik. Ist Kamala Harris' Programm tatsächlich zu links? Ich glaube, dass erstmal Kritik kommt, war abzusehen. Das soll Donald Trump auch anderes machen. Das würde Kamala Harris genauso auch mit Donald Trump machen, wenn der ein Programm eben auch veröffentlichen würde. Ich glaube, dass es erstmal hilfreich ist für Kamala Harris, wenig zu sagen. Und das sage ich nicht als jemand, der sich nicht für Politik interessiert, sondern einfach nur aus einer strategischen Perspektive. Jetzt erstmal den Wind rauszunehmen, nicht zu viele Details zu veröffentlichen und die Kandidatur quasi vage zu halten. Das hilft dir natürlich, das Momentum erstmal aufrechtzuerhalten und eben nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. Aber sie wird natürlich nicht darüber hinauskommen, irgendwann auch mehr und mehr Details zu veröffentlichen. Nochmal zur Erinnerung, normalerweise dauert so ein Präsidentschaftswahlkampf knapp 2 Jahre. Kamala Harris ist jetzt seit knapp 30 Tagen dabei zu kandidieren. Insofern muss man ihr natürlich auch noch ein bisschen Platz geben, um das Programm zu erarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass wir dann in den Tagen nach diesem Parteitag eben auch mehr und mehr hören werden, was sie dann eben auch umsetzen möchte. Julius, wir haben es ja bereits gehört, das Wahlkampfteam von Donald Trump, das hat sehr nervös reagiert und reagiert immer noch sehr angespannt. Mit welcher Strategie also wird der Republikaner nun gegen Harris weiterhin reagieren? Also pöbeln und Attacke pur? Ich glaube, es gibt 2 Varianten, wie man vorgehen kann. Das eine ist eben das, was du gerade als Pöbeln genannt hast, ne? Heute zu sagen, das sind alles Kommunisten oder radikale Linke oder sie sind ahnungslos oder sie hat einen komischen Namen oder sie ist das Fähnchen im Wind. Das sind alles Möglichkeiten, die man machen kann. Ich glaube, die effektivere Strategie ist es, wirklich Kamala Harris bezüglich der Wirtschaft zu stellen. Auch wenn die Inflationszahlen runtergegangen sind in der letzten Woche, nach wie vor spüren die Amerikanerinnen und Amerikaner, das hört man hier überall, wie hoch die Preise insbesondere eben auch von Lebensmitteln sind, ne? Wenn man sich dort einfach nur anschaut, die zahlen 25% mehr, als sie noch unter Donald Trump bezahlt haben. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, wenn die Trump wirklich kontinuierlich jedes Mal nach Hause hämmert. Ich glaube, dann hat er nach wie vor auch wirklich eine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Wenn er sich, glaube ich, aber im Klein-Klein verliert, wie gesagt, mit irgendwelchen Spitznamen rumhantiert, ich glaube nicht, dass das der erfolgsbringende Kurs ist. Und die Frage ist einfach, kann sich Donald Trump in diesen verbleibenden 80 Tagen genau darauf auch einschießen, dass er immer wieder dieses wirtschaftliche Argument macht. Nochmal, um das zu untermauern. Wenn man die Leute fragt, was ist das absolute wichtigste Thema für euch in diesem Wahlkampf, dann sagen die Amerikanerinnen und Amerikaner die Wirtschaft, dicht gefolgt von der Inflation. Insofern, wenn man die 2 zusammennimmt, dann hast du einfach das absolute Hauptthema. Und ich glaube, da hat Trump nach wie vor einen Vorsprung vor Kamala Harris. Wenn man Leute fragt, wem traut ihr eher zu, die Wirtschaft zu stärken, dann führt er mit 10 Punkten vor Kamala Harris. Und diesen Vorsprung, den muss er ausbauen. Auf jeden Fall muss er sicherstellen, dass er sich nicht verschrumpft. Julius, du wirst diesen Parteitag der Demokraten in Chicago natürlich intensiv beobachten und wir werden uns in den kommenden Tagen immer wieder unterhalten. Danke für den Moment nach Chicago. Grüße an euch.